Man kennt es. Man möchte sich auf einer neuen Webseite anmelden und muss ein Passwort wählen. Uff. ASDF, nicht so sicher. 1, 2, 3, 4, 5 wahrscheinlich auch nicht. Und Querz, naja, auch nicht. Aber gleichzeitig dasselbe Passwort zu verwenden, was man schon auf 100 anderen Webseiten hat, sollte man am besten auch lassen. Das allerbeste wäre doch, wenn man ein sicheres Passwort erstellt bekommt und ja, dann in einen Passwortmanager reinspeichern kann und damit kann man sich dann einfach bei der Webseite anmelden. Klingt einfacher, als es wirklich ist. Es gibt ein paar Passwortgenerierer da draußen, sowas wie zum Beispiel Google oder Firefox, die generieren euch zwar Passwörter, aber wer sagt euch eigentlich, dass die wirklich genau das tun? Dass die sich diese Passwörter nicht vielleicht bei sich speichern und da was Böses damit machen? Die Chance ist relativ gering, aber sie besteht zumindest. Und deswegen haben sich zwei eurer liebsten YouTuber, nämlich einmal Unleashed Design und meine Wenigkeit, zusammengeschlossen und wir dachten uns, Mensch, lass uns doch mal einen JavaScript-basierten Passwortgenerator-Webseite bauen. Warum JavaScript basiert? Nun, zum einen, weil JavaScript wirklich bei euch auf dem System läuft, zum anderen, weil ihr dann direkt in eurem Browser das Ganze sehen könnt. Ihr habt quasi eine wunderschöne Webseite, dort werden die Passwörter generiert, ihr könnt sie direkt kopieren und wenn ihr an uns zweifelt, könnt ihr euch einfach den Code angucken und überprüfen, dass wir auch keinen Murks gebaut haben. Das war unser Gedanke und naja, wir machen das im Endeffekt, weil Menschen absolut schlecht sind darin, irgendwas Zufälliges zu bauen. Also wir sind wirklich, wirklich mies darin, irgendwas wirklich Zufälliges zu machen. Selbst die Mausbewegungen auf eurem Bildschirm, die haben ein gewisses Pattern und wenn man die Person kennt, dann wurde auch schon das zum Tracken verwendet. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir benutzen wirklich was kryptografisch sicheres und bauen euch eine hübsche Website daraus. Und genau das findet ihr in diesem Video. Wir verwenden, wie gesagt, JavaScript. Unleashed macht bei sich auf dem Kanal quasi den Designteil und ich mache bei mir das Passwort generieren, weil ich mich eben mit Security ein bisschen auskenne und dort dann euch sowas auch bauen möchte. Und natürlich findet ihr auch die Webseite tatsächlich verlinkt. Das Ganze ist auf GitHub, das heißt der Source Code ist Open Source, jeder kann sich das angucken und es ist direkt als Website gehostet und wir verlinken euch das natürlich auch. Dann könnt ihr euch das einfach bookmarken und direkt dann einfach immer Passwörter generieren und gelegentlich mal bei uns auf den Kanälen vorbeigucken und mal einen Daumen nach oben da lassen. Okay, ja, dann lasst uns anfangen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay, so sah tatsächlich der Commit von Johannes aus, also von Unleashed, den ich bekommen habe. Ich habe hier quasi nur einen Stub, also einen Stumpf sozusagen, den ich ausfüllen muss. Das bedeutet, ich habe hier zwar eine Klasse und alles ist fertig sozusagen, aber ich muss wie in einer normalen Programmier-Challenge quasi diese Methode hier füllen. Zum Glück hat Johannes das ganze Projekt aufgesetzt und hat eben das ganze Frontend gemacht, denn Frontend ist, würde ich mal sagen, eher sein Gebiet. Er macht da richtig geile Sachen, wie gesagt, schaut mal bei ihm vorbei. Und naja, meine Aufgabe ist es jetzt im Endeffekt, ich soll hier die GetPassword-Funktion mit einem kryptografisch sicheren Passwort versehen. Und genau das habe ich. Nun, okay, wie mache ich das Ganze? Zunächst einmal, wir wollen hier natürlich ein Passwort haben. Also im Endeffekt müssen wir uns erstmal angucken, so was genau ist das eigentlich? Und dazu müssen wir erstmal alles installieren. Das heißt, wir machen hier, Quatsch, nicht run. Wir machen hier npm-i. Und dadurch installieren wir quasi alle Abhängigkeiten. Habe ich natürlich schon gemacht. Dann machen wir hier einen npm run dev. Das heißt, wir nehmen die Entwicklungsumgebung, starten und sehen hier ein wirklich sehr, sehr hübsches Interface. Wir sehen hier Rekusandai. Können das kopieren. Wir haben hier oben schon direkt die Logos, Verknüpfung auf YouTube. Oh, hier unten ist noch ein kleiner Rechtschreibfehler, das muss ich ihm noch sagen. Und dann haben wir hier Sonderzeichen, können wir ausschalten, macht aber eigentlich keinen Unterschied. Was hier im Endeffekt passiert, ist Folgendes. Er hat sich einen Stub gebaut und hat dazu Faker verwendet. Faker kann einfach zum Beispiel ein Wort generieren, das ist das hier, und er hat daraus ein Array gemacht. Das heißt, er bekommt diese Sachen als Array zurück. Jetzt ist natürlich meine Aufgabe, ich muss ihm wiederum natürlich ein Array zurückgeben und ich muss eben diese Config hier dazu verwenden, damit ich kryptografisch sichere Passwörter mache. So ungefähr funktioniert das Ganze. Und ja, das ist quasi das Tolle an der Teamarbeit. Man kann einfach nur erstmal selber anfangen, beziehungsweise einfach nur Stubs einfügen. Man faked sozusagen alle Sachen und dann kann man gemeinsam, wenn das grobe Grundgerüst steht, kann man gemeinsam die fehlenden Funktionen ausfüllen. Das ist sehr, sehr hilfreich und ja, sollte eigentlich Standardprozedur sein.
Okay, zunächst einmal, was machen wir? Naja, wir returnen natürlich hier das hier nicht. Und wir müssen uns erstmal mit der Config vertraut machen. Das heißt, was wir hier machen ist, wir loggen uns einmal in die Konsole rein, was diese Config eigentlich tut. Und im Endeffekt, ich kenne diese Config nicht. Ich muss die aber auch nicht kennen. Ich weiß, ich muss ein Array zurückgeben. Wir haben wirklich nicht mehr abgesprochen. Er hat mir einfach nur das hier geschickt und das war es dann quasi. Wir haben besprochen, was man alles für Möglichkeiten hat, das einzustellen. Also im Endeffekt, lass mich kurz zeigen, dass man hier Buchstaben, Nummern, Sonderzeichen und Sonderzeichen angeben kann. Wobei das untere Sonderzeichen, das sind die Sonderzeichen, die häufig gesperrt werden. Und ja, jetzt haben wir gerade gesehen, ich habe das Ganze gespeichert und automatisch hat sich die Seite neu geladen. Und jetzt können wir hier einmal ganz kurz in die Konsole reingucken. Wir bekommen ein Object von ihm, das eine Länge enthält. Das sind die 45, das ist die Länge 45 hier, wunderbar. Wir haben Letters auf True, das sind die Buchstaben hier. Wir haben Locked Special Characters auf False, das sind diese Sonderzeichen hier unten. Wir haben Numbers auf True, das sind die Nummern. Und wir haben Special Characters auf True. Okay, das sind also die Dinge, die wir hier brauchen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir denn eigentlich kryptografisch sicheren Zufall in unserem Browser? Und das ist eigentlich eine Frage, die man nur durch Googlen beantworten kann. Das habe ich mal gemacht und tatsächlich, also man kann sie natürlich auch wissen einfach, aber das erfahrt ihr jetzt von mir quasi. Tatsächlich gibt es da eine relativ gute, zuverlässige Funktion, die euch genau das macht. Ich lasse das mit dem Config mal kurz stehen. Und zwar, wir bauen uns erstmal ganz kurz ein var-Array. Das ist einfach ein Array, in das Zufall reingeschrieben werden soll. Und das braucht man einfach für diese Funktion vom Browser. Hier sagen wir wollen ganz gerne ein neues uint8-Array, das heißt eine 8-Bit-Zahl, die auf jeden Fall positiv ist. Mehr brauchen wir nicht, ist sowieso zu viel, wir werden es gleich sehen, warum. Und nehmen hier die Länge rein. Naja, welche Länge denn eigentlich? Und hier kommen wir schon an den ersten Punkt. Das sollte natürlich die Länge aus der Config sein, denn wir wollen genau so viele Zeichen generieren. Jetzt ist allerdings, wenn wir das alles in eine Funktion schreiben, das Ganze ein bisschen unübersichtlich. Deswegen machen wir hier eine getRandomNumbers-Funktion. GetRandomNumbers nimmt einfach die Länge als Parameter, nicht die komplette Config, sondern einfach nur die Länge und baut euch ein so ein Array. Okay. Und ja, damit können wir jetzt hier quasi Zufall generieren. Das heißt, wir lassen uns einfach Zufall in unser uint8-Array reinbauen. Das machen wir mit window.crypto.getRandomValues. Diese getRandomValues machen genau das. Sie machen zufällige Zeichen in unser Array rein. Okay, und damit haben wir jetzt quasi hier zufällige Sachen in unserem Array drin stehen. Das können wir uns mal ganz kurz ausgeben lassen, auch wieder in der, nicht in der Const, sondern in der Konsole.log. Und hier loggen wir mal ganz kurz unser Array. Wir müssen das nicht neu zuweisen, das schreibt das quasi direkt da rein, okay? Und was wir jetzt hier machen, ist einfach, wir rufen getRandomNumbers auf. Und zwar mit config von length. Das heißt, wir holen uns die Länge aus der Konfigurationsdatei oder aus dem Konfigurationsobjekt besser gesagt und packen die einfach hier in diese Funktion rein. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz an. Haben gespeichert, wir sehen hier unten wird das Ganze neu geladen und ja, jetzt warten wir einfach ganz kurz, bis das da ist. So, und da sehen wir auch schon, was hier eigentlich passiert. Wir haben jetzt hier zufällige Zahlen, und zwar 45 zufällige Zahlen zwischen 1 oder 0 und 255 in dem Fall. Denn ja, wir haben hier gesagt uint8, also unsigned integer 8. Das heißt, positive ganze Zahlen mit einer Größe von 8 Bit. 8 Bit sind maximal 0xFF, also quasi hexadezimal FF gesagt, und das ist 255. Und ja, das ist im Endeffekt genau das, was wir haben wollten. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wie kriegen wir aus diesem Zufall wirklich ein Passwort? Also das sind ja hier keine Passwörter, das sind ja irgendwelche anderen Zeichen. Und genau das ist die richtige Frage. Schön, dass ihr gefragt habt, sozusagen. Wir wollen uns ja, je nachdem, was uns die Konfigurationsdatei sagt, wollen wir uns ja verschiedene Möglichkeiten bauen. Das heißt, wir können uns Zahlen bauen, wir können uns Buchstaben bauen und so weiter und so fort. Und das machen wir folgendermaßen. Wir lesen diese Konfigurationsdatei aus und verwenden die irgendwie dazu. Ich sage jetzt hier tatsächlich mal, ich möchte mir var Characters bauen, also quasi eine Liste an möglichen Buchstaben und die mache ich in eine neue Funktion. Das heißt, wir sagen hier gen chars oder sowas, gen chars von config
Und ja, die soll jetzt eben die komplette Konfiguration bekommen. Eigentlich brauchen wir die Länge hier drin nicht, aber es ist einfach die komplette Konfiguration darüber zu geben, als jetzt hier nochmal irgendwie Hackmack zu machen und da noch ein Teil abzuschneiden oder sowas davon. Da bin ich einfach zu faul für. Okay, und das heißt, wir machen Folgendes. Wir sagen hier, hier oben sagen wir einfach nur this.getCharacters von der Config, und das ist alles. Und hier sollen jetzt alle möglichen Buchstaben rauskommen, die gemäß unserer Konfiguration zugelassen sind. Okay, das heißt, wir fangen an mit letChars gleich leer. Also wir bauen uns einen leeren String sozusagen. So, was haben wir denn als erstes? Nun, wir haben die Möglichkeit, dass wir Numbers bekommen. Das heißt, if config von Numbers. Und wir sehen hier, das wird mir tatsächlich vorgeschlagen, weil das in einer Konfigurationsdatei mal drin steht. Also config von Numbers kann natürlich sein. Wir können hier aber auch, und das machen wir jetzt mal ganz kurz, wir können uns das einfach kopieren. Wir haben hier config von Letters. Wir haben config, ups, das war jetzt zu viel, config von Special Characters und wir haben config von Locked Special Characters, falls ihr euch vorhin noch an dieses Objekt hier erinnert, also Length, Special Characters, Numbers, Letters, Locked Special Characters. Okay, wunderbar. Alles davon kann true sein. Also das heißt, wir dürfen hier nicht ein else if verwenden, sondern wir müssen das natürlich davon abhängig machen, was hier alles passieren kann. Also es kann natürlich auch alles auf wahr sein. Eine Sondersache gibt es allerdings. Es kann auch alles auf false sein. Und das machen wir direkt am Anfang und sagen hier einfach mal if config. Wobei, wisst ihr was, das machen wir einfacher, indem wir das so machen. So, wenn Numbers false ist und wenn alles andere auch false, also wenn wirklich gar nichts wahr ist, dann können wir kein sinnvolles Passwort generieren. Wenn man sagt, man möchte weder Zahlen, noch Buchstaben, noch Special Characters, noch Locked Special Characters haben, dann haben wir wirklich ein Problem hier und können das einfach nicht so bauen, dieses Passwort. Es gibt einfach kein Passwort, was das machen kann. Also sagen wir hier, wenn alle 4 Sachen falsch sind, also Locked Special Characters, Locked Special, komm schon. Okay, dann kopieren wir das von Hand. Locked Special Characters, wenn das false ist, wenn dann Special Characters false ist und wenn Letters false ist. Wenn alle von diesen Dingern false sind, was machen wir dann? Das können wir uns überlegen. Ich habe mich jetzt hier mal dafür entschieden, ich mache hier einfach einen Bindestrich. Ich gebe als einzigen möglichen Buchstaben einen Bindestrich zurück. Dann sollte eigentlich jedem klar werden, ey du, kein sinnvolles Passwort, geht nicht, ja. Aber ansonsten können wir hier einfach die möglichen Buchstaben ausbauen, die wir hier haben. Das heißt, wir sagen hier Characters Chars ist gleich, naja, was sind denn alle Buchstaben? Erstmal alle Buchstaben, die wir schon bislang haben. Das sind aktuell nicht wirklich viele, weil Numbers ganz oben steht, aber ich copy-paste gerne. Und am Ende haben wir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Das sind alle möglichen Buchstaben, die wir hier haben. Dann, Zahlen, die wir hier haben, meine ich natürlich. Dann haben wir hier die Buchstaben. Da bin ich jetzt gleich faul. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Dann haben wir hier die Sonderzeichen und wir haben die Locked-Sonderzeichen. Wir lassen es jetzt erstmal so drauf. Und am Ende geben wir einfach nur alle Buchstaben zurück. Und das heißt return chars. So, jetzt ist natürlich die große Preisfrage, welche Buchstaben sind denn eigentlich hier Letters? Also wie kann ich die irgendwie bekommen? Und dazu öffne ich einmal ganz kurz meine Skriptsprache des Vertrauens, nämlich Python. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich benutze Python in einem Webprojekt und das einfach nur, um mir das Leben leichter zu machen. Also erstmal Import String. Und hier kann ich jetzt einfach String.ASCII mir mal ausgeben lassen. Ups. Es heißt natürlich nicht ASCII, sondern ASCII Letters, sorry dafür. Und das sind alle Letters, die ich ausgeben kann. Das heißt, ich kopiere mir jetzt mal einfach diese ganzen Letters und ja, habe damit im Endeffekt eine neue Liste hier erstellt. Also quasi die auch noch hinzugefügt, wenn Letters auf True gesetzt ist. Nächstes sind natürlich die Special Characters. Und hier muss man sich ein bisschen überlegen, was man genau dann braucht. Wir gehen hier nochmal zurück und naja, was gibt es denn hier, was uns Special Characters ausgibt? Naja, im Endeffekt ist das Punctuation. So, schwer zu schreiben das Ganze. Und jetzt kopieren wir uns das Ganze mal. Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen überlegen, was genau ist denn eigentlich hiervon ein Locked Special Character und was davon ist kein Locked Special Character. Es gäbe auch noch White Space, das brauchen wir hier nicht.
Und hier brauchen wir nur 2 davon. Es gäbe auch noch einen Whitespace, also Leerzeichen, Tabulator, Enter oder sowas. Das sollte man aber in Passwort nicht einfügen. Aber man sollte auch andere Zeichen nicht einfügen. Und zwar alles, was potenziell bei Webseiten zu einem Angriff führt. Jetzt, was führt alles potenziell bei Webseiten zu einem Angriff? Naja, sowas hier zum Beispiel. Damit könnte ich einen String Escape durchführen, genauso wie mit diesem Zeichen hier. Also quasi die Anführungszeichen sind kritisch. Dann verbieten manche Webseiten noch das und, manche Webseiten verbieten die Klammern. Machen wir auch darunter. Also alles, was Webseiten verbieten könnten, weil euch das ein bisschen zum Verhängnis werden könnte. Ein Ausrufezeichen, Hashtag Dollar, Prozent sollte kein Problem sein. Das hier könnte als ein Problem werden im Endeffekt. Wobei halt, nein, das Komma eigentlich nicht. Das Komma sollte hier kein Problem werden. Das machen wir hier wieder rein. Dann der Punkt sollte kein Problem werden. Der Slash und eigentlich auch die runden Klammern sollten hier kein Problem werden. Die lassen wir hier mal drin. Dann haben wir hier einen Punkt, einen Slash, einen Doppelpunkt. Hier wird es jetzt wieder kritisch. Semikolon könnte schwierig sein. Gespitzte Klammer kann schwierig sein. Das kann schwierig sein. Ein Fragezeichen kann schwierig sein. Das Add sollte kein Problem darstellen. Das heißt, wir schmeißen die mal hier nach unten. Das ist alles etwas, womit Webseiten, wie gesagt, angegriffen werden könnten. Und deswegen werden sie manchmal verboten, weil manche Webseiten einfach schlecht sind. Andere Webseiten machen das richtiger, die erlauben alles. Das heißt, im besten Fall habt ihr eine Website, wo ihr wirklich alles verwenden könnt. Aber wie gesagt, manche Webseiten zicken. So, dann haben wir die hier, die könnten böse sein. Das kann eigentlich nicht böse sein. So, Bodenstrich, nee, eigentlich auch nicht. Dann hier das Ding, das sollte eigentlich auch nicht sein. Und dann haben wir hier aber nochmal die geschweiften Klammern. Die sind auch potenziell böse. So, okay, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir haben. Und jetzt, dann haben wir alles, was wir haben, genau, Cedric. Dann haben wir hier quasi eine Liste aus allen Buchstaben, beziehungsweise einen String aus allen möglichen Buchstaben, den wir hier uns mal ausgeben lassen. Jeweils abhängig natürlich von dem, was die Konfiguration uns liefert. So, schauen wir uns mal kurz an, und zwar in Characters. Okay, wir laden jetzt einfach mal die Seite neu. Und wir sehen, es sind die folgenden Zeichen erlaubt. 0, 1, 2, 3, 4, 5, alle Zahlen, alle Buchstaben und diese Sonderzeichen, die unproblematisch sind. Jetzt hauen wir die noch rein und wir sehen, es sind alle Sonderzeichen erlaubt. Wir machen die Zahlen raus, es sind plötzlich keine Zahlen mehr erlaubt. Wir machen die Buchstaben raus, es sind plötzlich nur noch Sonderzeichen erlaubt. Wir machen das raus, es sind plötzlich nur noch diese komischen Sonderzeichen erlaubt und wir machen die auch noch raus. Dann sehen wir hier einfach nur noch einen Slash. Genauso wollten wir das ja eigentlich haben. Wir haben hier also alles, was wir brauchen. Wir haben jetzt eine Liste an möglichen Buchstaben, je nachdem, was die Konfiguration uns liefert. Das ist eigentlich das Wichtigste hier jetzt erstmal. Und jetzt können wir uns überlegen, wie wir hier diesen Zufall dafür verwenden, hier aus diesem String einfach zufällige Buchstaben rauszuziehen. Das heißt, ja, da ist irgendwas drin, eine Zahl zwischen 0 und 255 und wir wissen nicht, welche das sein wird. Okay. Das ist ja genau das, was wir eigentlich haben wollen. Was machen wir also mit diesem ganzen Zeug? Nun, als erstes mal holen wir uns die var Characters, ich nenne es jetzt einfach mal Characters Length, das Ganze. Und das setzen wir auf Characters, Punkt, wer hätte es gedacht, Length. Ja? Damit wissen wir quasi, wie viele Buchstaben wir da eigentlich drin haben. Das heißt, das ist natürlich auch abhängig von Characters, aber es wird quasi ausgelesen. Wenn nur Numbers erlaubt sind, ist die Länge hier 10. Wenn nur Buchstaben erlaubt sind, dann ist die Länge eben von diesem String. Wenn alles erlaubt ist, dann nimmt es halt alle zusammen. Das heißt, die Länge ist quasi jetzt dafür verantwortlich. So, jetzt haben wir die Länge, wir haben die Buchstaben und wir haben Zufall. Wie kommen wir damit zu irgendwas? Nun, als allererstes würde ich vorschlagen, wir bauen uns ein var Result. Und das setzen wir auf ein normales Array. Und dieses Array ist dann am Ende das, was wir zurückgeben wollen. Das heißt, wir müssen hier jetzt nichts mehr faken, sondern wir müssen nur noch einfach so zurückgeben. Result. Und ja, jetzt brauchen wir das hier eigentlich auch nicht mehr. Jetzt, wie kriegen wir in dieses Result irgendwas rein? Also irgendwas, was sinnvoll ist. Nun, wir machen hier eine Vorschleife for let i gleich 0 und wie weit soll denn i gehen? Also wie viele Buchstaben brauchen wir quasi? Nun, relativ simpel, wir gehen in die Config und holen uns die Length wieder raus. Okay, als nächstes holen wir mit i++ uns das jeweils nächste Zeichen und in der Schleife drin, was machen wir da? Wir wollen hier natürlich in Result irgendwas pushen, also etwas reintun. Und das soll bitteschön ein Buchstabe werden. Ja, wie kriegen wir den Buchstaben? Nun, da machen wir einfach mal ein let char gleich. So, jetzt,
Wie holen wir uns den Buchstaben? Nun, der Buchstabe soll bitte aus allen möglichen Buchstaben einfach zufällig gezogen werden. Das heißt, wir sagen hier characters.char_add. Also wir holen uns einen Buchstaben an einer bestimmten Stelle. So, und diese bestimmte Stelle, die muss jetzt zufällig sein. Wir wissen aber nicht, wie viele oder was eigentlich unser Zufall ist. Und wenn wir hier weniger als 255 Zeichen haben, dann ist dieser Zufall hier eventuell zu groß. Das heißt, wir müssen hier irgendwie schauen, wie wir das hinkriegen. Also wir müssen diesen Zufall hier und diese Character Length irgendwie vereinen, dass die nicht größer werden als die Character Length, denn ansonsten kriegen wir einen Fehler. Okay, was wir dafür machen, ist Folgendes. Wir nehmen uns den Zufall hier und teilen den einfach mal in kleinere Teile auf. Also jedes einzelne Ding dieses Zufalls darf ja am Ende nicht größer werden als Characters Length. Ja? Das heißt, wir machen hier mal, wenn unser Zufall zwischen 0 und 1 ist, das ist jetzt einfach nur eine mathematische Schreibweise, ein Wert zwischen 0 und 1, ja? Und wir multiplizieren den mit Characters Length. Und am besten sollte hier 1 nicht dabei sein. Also wenn es wirklich exakt 1 ist, dann haben wir ein Problem. Aber wenn wir das Ganze so haben, Characters Length, ja, dann haben wir ja einen Wert, der innerhalb unseres Strings aller Buchstaben ist. Das heißt, wir haben hier einen Buchstaben, den wir hier haben wollen. Also irgendwas da drin. So, dazu brauchen wir natürlich eine ganze Zahl, das heißt, wir müssen das Ganze noch flooren, also abrunden sozusagen, weil das Ding kann ja theoretisch 1 werden und das darf es nicht werden. Das heißt, wir runden ab und jetzt müssen wir irgendwie sagen, okay, wie kriegen wir den Zufall in ein Format, dass es zwischen 0 und 1 ist. Schauen wir uns mal ganz kurz nochmal den Zufall an, der hat jetzt hier ein paar Mal neu geladen. Alle Zahlen sind maximal 8 Bit lang. 8 Bit, die größte Zahl, die man damit darstellen kann, ist 0xFF. Wie gesagt, das sind genau 8 Bit. Das ist quasi, als hätte ich hier 8 mal alles auf 1 gesetzt. Also schauen wir uns das ganz kurz an. Hier noch 2. So, das ist quasi die allergrößte Zahl, die ich darstellen kann, wenn ich unsigned, also quasi Zahlen, Ganzzahlen habe, ohne ein Vorzeichen. Nun, diese Zahl kann ich auch darstellen, hexadezimal als 0xFF. So. Und jetzt gehe ich hierher und, naja, ich teile einfach diese gesamten Zahlen hier durch 0xFF. Das bedeutet, wir machen uns eine Vorschleife, konkret gesagt jetzt for let i gleich 0, gleich 0, i kleiner, naja, kleiner als was bitte, naja, kleiner als die Length oder auch kleiner als die Array.length, das ist eigentlich dieselbe. Und dann gehen wir 1 nach oben. Okay. So, und jetzt, was machen wir jetzt? Naja, wir teilen einfach jedes Array von i geteilt durch 0xFF. So, das ist perfekt. Genau das brauchen wir. Das ist jetzt eine Gleitkommazahl zwischen 0 und 1. Aber wie geben wir die jetzt genau zurück? Dazu bauen wir uns einfach noch ein neues var_result oder var_res oder sowas, völlig egal. Ist gleich new float 32 Array. Ihr könnt auch einen 64er nehmen, es ist eigentlich relativ egal, aber 32 wird uns von der Genauigkeit absolut ausreichen. Und wir packen hier die Length rein. Und damit haben wir ein quasi leeres Result Array, was Float-Zahlen akzeptiert. Und da schreiben wir genau das rein. Also das Result von i ist gleich genau unser Array geteilt durch 0xFF. Und jetzt geben wir ganz entspannt unser Result Array zurück. So, damit haben wir Zufall und zwar genau so viele Buchstaben oder so viele Einheiten, wie wir wollen, Zufall in einem Array und dieser Zufall ist immer zwischen 0 und 1. Perfekt. Jetzt müssen wir diesen Zufall nur noch da irgendwie reinkriegen und das machen wir folgendermaßen. Let randomness gleich this.get random numbers. Get random numbers. Okay, meine IDE trollt mich gerade. This.get random numbers. So, get random numbers braucht was? Naja, eine Konfiguration. Config von, was geben wir rein? Wir geben nur die Länge rein.
Das haben wir übrigens hier oben schon stehen, habe ich gerade gemerkt, und die brauchen wir jetzt hier natürlich richtig. Also wir wollen nicht nur hier einfach nur das Ding aufrufen, sondern wir wollen sie natürlich auch speichern in Randomness, und diese Randomness setzen wir jetzt hier einfach ein. Also Randomness von i, damit wir hier nicht zu hoch gehen oder sowas und damit wir auch jedes Mal neue Buchstaben bekommen. Wir können nicht immer dieselbe Randomness nehmen, also Randomness von 0 wäre natürlich immer dieselbe Zahl. Wir haben ja dafür extra diese anderen Zahlen auch mit erstellt. So, und theoretisch sollte ich jetzt hier noch alles in LED tauschen. Ja, das ist eigentlich, wobei das hier könnte sogar eine Const sein, ne? Okay, aber egal, das lassen wir jetzt erstmal so. Und damit haben wir eigentlich schon relativ viel gemacht. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert. Wir speichern das und laden das Ganze. Und wir sehen, es ist ein zufälliges Array mit Sonderzeichen, die ungefährlich sind. Es ist 45 Zeichen lang. Ich kann hier die Sonderzeichen ausstellen und wir sehen hier, das ist auch noch da. Wir sehen hier nur, die Buchstaben gehen auch. Und hier haben wir allerdings noch eine leere Zeile oder sowas. Das wäre doch nochmal interessant zu gucken, woran das eigentlich liegt. Vielleicht ist das auch einfach nur nicht schlimm. Ich meine, wenn wir hier neu auf Generieren drücken, dann haben wir wieder hier ein neues Passwort. Das ist schon ganz gut. Aber gucken wir trotzdem nochmal ganz kurz rein. Und loggen uns einfach jedes Mal das Passwort. Das kann man dann natürlich auch wunderbar aus der Konsole irgendwie auslesen. Dazu brauchen wir hier ein let_result gleich, let_res besser gesagt, gleich result.join auf leerem String. Das heißt, wir fügen quasi die einzelnen Elemente unseres Strings zusammen und danach loggen wir das Ganze. console.log_res. So, schauen wir nochmal ganz kurz rein und achso, das ist noch nicht fertig, ne? So, wir sehen hier also ein Passwort in der Kommandozeile, in der Konsole drin stehen, und wir sehen hier wieder eins und so weiter und so fort. Also es scheint ganz gut zu funktionieren, würde ich mal behaupten. Und wenn ihr so ein Passwort verwendet, dann ist das auch tatsächlich sehr sicher. Und wie gesagt, es sollte in JavaScript sein, damit ihr euch sicher sein könnt, dass der Code, der gehostet wird, auch genau der Code ist. Ihr könnt euch auch jederzeit unter den Elements bzw. den Sources einfach den Code angucken, hier einfach JS aufmachen. Es ist zwar ein bisschen nervig, das Ganze anzugucken hier, weil es wie gesagt komprimiert ist, aber ihr könnt das Ganze normalerweise pretty printen. Oh, das dauert gerade sehr, sehr lange, sorry. So, und jetzt könnt ihr hier tatsächlich euch den ganzen Code pretty printen und dann habt ihr eigentlich relativ schnell das, was ihr wollt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel euch angucken, was für ein Code liegt hinter dem Passwort generieren, und dann habt ihr eben genau das. So, und ja, das ist eigentlich das, was wir für euch jetzt gebastelt haben. Wir hoffen natürlich, es gefällt euch und ihr könnt damit was anfangen. Ihr könnt natürlich hier auch die Länge höher setzen oder die Länge kürzer setzen, je nachdem, wie stark eure Passwörter werden. Bitte benutzt einen Passwortmanager, um solche Passwörter zu verwalten. Das kann sich niemand merken. Und Passwörter sind tatsächlich, vor allem wenn sie kryptografisch sicher sind, sind sie nicht dazu da, dass man sie sich merken kann oder sollte. Diese Passwörter sollen sich nicht im Kopf gespeichert werden. Die sollen einfach tatsächlich in einem Passwortmanager eingegeben werden, und dann kann man sie einfach jederzeit verwenden. Und ja, sowas hackt niemand. So ein Passwort wird nicht gehackt. So ein Passwort wird höchstens gefischt. Und wenn ihr es gefischt bekommt, dann habt ihr im besten Fall noch 2-Faktor drin, und dann kann euch niemand irgendwas. Selbst mit diesem Passwort, also wenn ich das jetzt verwenden würde und ich würde es euch sagen und ich habe 2-Faktor drin, dann kann trotzdem niemand was machen, obwohl er mein Passwort hat. Also verwendet bitte starke Passwörter, verwendet Mehrfaktor-Authentifikation, und dann habt ihr schon ein wirklich sicheres Online-Leben sozusagen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.